Und ob der da schon eingezogen war und da fing, oder war er schon irgendwie, da fing er mir dann an, so ein bisschen leid zu tun und dann habe ich Päckchen gepackt und ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob in Grafenwöhr, der ist heute noch Truppenübungsplatz, das ist bei Weiden, also eine weite Strecke. Und bin ich von Innsbruck aus Pfingsten nach Grafenwöhr gefahren und dann 3 Wochen später kriegte ich ein Telegramm und dann sollte ich wieder hinkommen und da habe ich gesagt, das geht nicht, so unmöglich, kann ich schon wieder Urlaub nehmen. Ich war ja erst seit 1. April in Innsbruck an der Universitätsklinik tätig und dann bin ich dann heimlich hingefahren und das war meine eigene Verlobung, das wusste ich aber gar nicht, dass ich zu meiner eigenen Verlobung fahre und es war eine Doppelverlobung, ein anderer Offizier verlobte sich noch und die anderen beiden Ehepaare, die einen waren verlobt, die anderen verheiratet, die hatte ich Pfingsten schon kennengelernt. Es war aber eine große Runde, weil ja die anderen Kameraden und der eine Oberfeldwebel oder was, die waren alle bei der Feier dabei. Mein Schwiegervater war mit dem Flugzeug nach Grafenwöhr gekommen. Der war wieder reaktiviert vom Ersten Weltkrieg. Der war aktiver Offizier bei der Luftwaffe. Und die hatten sie wieder aktiviert. Die lebten in Dresden, deshalb sind wir ja auch nach Dresden dann geflüchtet. Und der war mit dem Flugzeug gekommen. Und da, als mir das gesagt wurde, da sagte ich bloß, ach du meine Güte oder sowas Ähnliches. Und da wusste ich so ungefähr, dass da was passiert. Aber das Aufregendste, es war eine wunderschöne Verlobungsfeier in einem Hotel da und am nächsten Tag früh klopfte eben dieser Oberfeldwebel oder was es war an meine Tür, suchte mein Mann und fragte mich, weil ich schon aufgestanden war und nicht schlafen konnte, aufgeregt war, meinen Eltern wenigstens mitteilen wollte, dass ich mich verlobt habe, obwohl wir ein Telegramm geschickt hatten. Dein Schwiegervater sitzt unten im Hotel, ich sollte doch mal runterkommen. Und da war der Krieg mit Russland ausgebrochen, am 22. Juni 1941. Also das war schon ein Einschnitt, ja. Und ich wollte ja, weil ich heilig aus Innsbruck abgerückt war, weil ich mir nicht getraut habe, nochmal um Urlaub zu bitten, habe ich nach Innsbruck ein Telegramm geschickt, weil die ganze Einheit meines Mannes, die anderen Frauen blieben alle da, die ganze Einheit meines Mannes an die Front kam. 2 Tage später. Und da haben wir den Montag noch zusammen verbringen können und dann bin ich eben erst einen Tag später wieder zurückgefahren nach Innsbruck. Und hatten Sie Angst um Ihren Mann? Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Glauben Sie es oder hatten Sie welche? Tja, was soll ich sagen? Weiß ich nicht. Haben Sie ihn gerne fahren lassen? Man hat immer gedacht, das ist bald zu Ende. Ob man da nicht mal gedacht hat, dass es jetzt erst wieder richtig losgeht. Man darf ja nicht vergessen, die eigene Verlobung, so unvorbereitet und alles, ja, zu erleben, das stand auch wieder mehr im Vordergrund wahrscheinlich. Sie müssten hier was drunter stellen. Und Sie sind dann ja später nach Wroclaw zurückgegangen. Und also von Innsbruck zurück nach Wroclaw. Und Mein Mann, wir haben einen Urlaub zusammen verbracht.
in der Nähe von Innsbruck. Ich habe vorhin überlegt, mir fällt der Name dieses kleinen Ortes nicht ein, ist ja auch völlig egal. Und da hat er gesagt, er möchte gerne im nächsten Urlaub heiraten. Er hat sich das sehr lange überlegt, weil er sich nicht klar war, ob er die Verantwortung nicht an ihn zu binden und derselbe Gedanke dann auch, wollen wir Kinder haben oder nicht, ja. Diese Entscheidung war sicher für ihn sehr schwer. Und da ich das wusste, deshalb habe ich eigentlich in Innsbruck dann gekündigt. Da bin ich dann am Mitte des Jahres, Ende Mai oder Ende Juni, wieder nach Breslau zurück. Musste ja die Monogramms in meine Bettwäsche sticken. Ja, das gehörte sich so. Das machte man damals so, ne? Das machte man. Man hatte doch so eine Kiste, wo das alles, also ich hatte keine solche Kiste, aber meine Mutter hatte wunderbar vorgesorgt mit einem riesen silbernen Besteckkasten, reines Silber, also ja. Und natürlich eben auch Bettwäsche und Tischwäsche und Handtücher und so weiter. Und früher, nun war ich ja auf diese Frauenoberschule gegangen bei den Ursulinerinnen und hatte diese ganzen praktischen Fächer, Handarbeit und so weiter. Also dann gehörte sich das, dass man Monogramme selber stickte. Da gab es solche kleinen Aluminiumvorlagen, ne? Ja, genau, wo man so durchpauste, genau. Die habe ich als Kind gesammelt. Ja, die waren dann immer noch mit so einem, daneben noch so ein Sträußchen, eine Blüte eventuell, ja. So ein bisschen barockig waren die Die waren Buchstaben. alle so ein bisschen barockig, sehr geschwungen und ausgespückt. Und ich fand das als Kind, hat mich das immer fasziniert, also dort mit den Augen so diese ganzen Schwingungen nachzugehen und rauszukriegen, wie das gemacht ist. Also wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Ich wusste als Kind gar nicht, dass das eine Vorlage war. Ich weiß nicht, wo ich die habe, aber das würde Sie interessieren. Nach dem Krieg habe ich wirklich solche Monogramm, solche Streifen, SA oder NA für die Kinder brauchte ich es ja dann auch fürs Ferienlager und so weiter. Die sind auch noch, die habe ich noch irgendwo, die braucht kein Mensch. Aber irgendwie steckte das noch so ein bisschen drin.